Die Entwicklung der Diodenlaser, das geht ja richtig rasend schnell aktuell auf dem Markt. Deshalb habe ich heute mal wieder ein neues Gerät auf dem Tisch stehen. Das kommt inklusive Gehäuse, Kamera und Abluftsystem. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Ich bin der Laser Jens. Nein, Spaß beiseite, das bin ich nicht. Aber wir schauen uns heute trotzdem noch mal einen neuen Laser an. Ich habe es ja gerade erwähnt, die ganzen Entwicklungen der Laser, das geht so schnell voran. Wir sind vor 2,5 Jahren noch bei 5 Watt gestanden. Wir sind jetzt mittlerweile bei 48 Watt und demnächst kommt ein 70 Watt Laser auf den Markt. Es ist echt krass. Aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so ein Thema Sicherheit. Und da gehen jetzt die ganzen Hersteller auch so in die Richtung Sicherheit. Und deshalb schauen wir uns dieses neue Gerät an. Das ist der Atom Stack X24 Pro, das man inklusive Gehäuse bestellen kann, mit inklusive Anbaugehäuse. Es ist ein bisschen kleineres Gerät und es hat auch nur 24 Watt. Vor 2,5 Jahren 5 Watt. Nur 24 Watt. Aber vielen reicht auch ein kleineres Gerät, denn es ist wirklich super toll tragbar. Also man kann es überall noch hinschleppen, nicht so eine riesen Kiste und eine kleinere Arbeitsfläche natürlich. Aber wir haben ja ein tolles Sicherheitsgehäuse, das heißt Sichtschutzglas, wir haben eine verbaute Kamera, wir haben ein Abluftsystem hier hinten drin verbaut, Abluftventilator verbaut, wir haben eine Beleuchtung drin und. Aber das wollen wir uns alles mal im Detail anschauen. Und natürlich wollen wir uns auch anschauen, wie dieser Laser lasert, was er alles kann. Und ich werde natürlich wieder einige Tests machen und so weiter und so fort, wie ihr das wahrscheinlich von Gipfelholz schon gewohnt seid. So, meine Lieben, bevor wir aber jetzt reinstarten und uns den Laser genauer anschauen, noch was in eigener Sache. Und zwar werde ich hier oben euch eine Playliste verlinken, Laser und Co. Schaut da einfach mal rein, da sind so viele Laservideos drin. Gipfelholz hat ja schon so etliche Laservideos gemacht mit Tipps und Tricks, mit allem drum und dran. Und in jedem Video habt ihr da irgendwas, was ihr vielleicht gebrauchen könnt. Schaut da mal rein. Ebenso bitte hinterlasst doch ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Damit unterstützt ihr Gipfelholz ebenso mit einem Like. Und natürlich auch mit Kommentaren. Aber ich würde jetzt sagen, wir schauen uns mal den Laser jetzt genau an. Jetzt starten wir auch mal gar nicht mal mit dem Laser, sondern mit was anderem Wichtigen. Und zwar, ihr seht diese Füße hier unten. Diese Füße wurden vom Modellbau Kessler konstruiert und die könnt ihr auch, ich werde den Link unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist eine 3D-Druckdatei und da könnt ihr einfach mal nachgucken. Wie gesagt, ist nicht von mir, ist konstruiert vom Modellbau Kessler. Vielen Dank dafür. Und das ist halt der Vorteil, dass ich diesen Laser, die Hersteller denken da einfach nie dran. Ich kann diesen Laser zwar erhöhen, aber ich kann ihn nie fest auf eine Platte verschrauben. Das stinkt mir ehrlich gesagt ein bisschen. Es ist komisch, dass die da nicht mitdenken. Aber gut, wir haben ja hier eine Lösung. Dieses kann man dann draufstellen. Der Laser ist natürlich jetzt erhöht und deshalb habe ich hier noch Leisten hingemacht. Die müsst ihr euch natürlich selber zusägen. Bestimmte Höhe, ihr müsst halt einfach ausmessen und dann könnt ihr den Laser dann hier reinstellen und es ist doch relativ dicht wieder verpackt. Aber zum Dichtigkeit sage ich einfach noch mal nachher was zum Laser oder zum Gehäuse. So, stellen wir das Ganze jetzt mal rein. Das ist ein bisschen Spiel und dann sollte das hoffentlich passen. Jawohl, da noch ein bisschen rucken. Und so sitzt der Laser absolut an einer Stelle. Also der Laser ist jetzt nicht mehr bewegbar. Ich kann ihn jetzt nur noch mit der Platte bewegen und das ist schon mal gut, weil ich dann nämlich theoretisch mein Koordinatensystem, wenn man es braucht, einfach drauf lasern kann. Da kommen wir aber gleich auch noch mal zum Sprechen. Und der Laser sitzt einfach fest. Und nachher habe ich auch eine kleine Überraschung, was man mit diesen Füßen noch machen kann. Ihr seht den Laser auch schon fertig aufgebaut. Warum? Ganz einfach, weil ich euch da nichts erklären muss. Es ist eine super Bedienungsanleitung dabei. Gott sei Dank. Beim letzten Laser habe ich mich ein bisschen beschwert bei denen und habe gesagt, Leute, das könnt ihr ja so nicht bringen. Jetzt haben sie wirklich nachgearbeitet und haben eine super schöne Bedienungsanleitung auch in Deutsch gemacht. Also alles gut und da steht alles beschrieben. Der Laser wird eigentlich schon fertig geliefert, außer das Gehäuse. Das heißt, am Laser müsst ihr nicht mehr viel machen. Ihr müsst bloß den Laserkopf draufschrauben, den Air Assist verkabeln und schon ist es wirklich erledigt. Also im Endeffekt braucht ihr da gar nichts machen.
Das Einzige, was ein bisschen tricky ist, das ist das Gehäuse zu verkabeln, weil das Gehäuse muss man ein bisschen zusammenbauen. Das ist in 10 Minuten erledigt, ist alles auch wirklich beschrieben in der Bedienungsanleitung und müsst ihr einfach festschrauben. Aber dann müsst ihr auch diese Kabel legen, diese Kabel zur Ansteuerung der Kamera, nicht der Kamera, sondern der Beleuchtung und dieser Schalter vorne drin. Das müsst ihr einfach verkabeln, steht auch gut beschrieben drin, aber das ist so ein bisschen tricky, das ganze Kabel da ein bisschen ins Lasergehäuse reinzulegen. Aber es ist definitiv machbar. Kommen wir mal zum Herzstück. Wir haben hier ein 24 Watt Modul, das über 4 Laser einen Laserpunkt ergibt von 0,06 mal 0,06. Also ist echt sehr, sehr gut zum Gravieren gedacht, weil es super, super fein ist. Hier an der Seite seht ihr die kleinen Rädchen, wo wir dann den fixen Fokus einstellen können. Also das ist ein fixer Fokus, den wir haben hier. Wir müssen aber den Fokus trotzdem einstellen mit diesen Kärtchen hier oder mit diesen Metallblättchen hier. Und zwar ist es jetzt ein Unterschied bei den anderen Modellen. Wir haben jetzt hier Engraving können wir einstellen mit 8 mm oder wir haben halt Schneiden auf 4 mm und somit könnt ihr das Ganze einfach hinstellen. Also euer Werkstück drunter könnt ihr es drauflegen und dann die Höhe einfach einstellen. Ob jetzt Engraving oder Cutting. Wir haben ein abnehmbares Laserschutzglas, das vor Strahlen schützen soll. Das ist mit Magnet befestigt. Was mir sehr, sehr, sehr gut gefällt ist, wir haben hier keinen Kabelsalat mehr. Es ist alles richtig schön versteckt, alles im Gehäuse verbaut. Ihr seht es an der Seite, wir haben eine Kette, wo dann alles wirklich schön drin ist, die Kabel. Wir haben hier keinen Kabelsalat mehr, gar nichts. Wir haben einfach nur noch jetzt den Stecker, der vom Lasermodul an dieses Kästchen hier geht, müsst ihr hier hinten anstecken und wir haben auch den Air Assist. Der Air Assist geht auch in dieses Gehäuse mit rein und den Air Assist, das ist jetzt das Tolle dran, es wird auch mit in dieser Kette geführt und den Air Assist, den Kompressor, den müsst ihr hier hinten, hinter dem Gehäuse, da müsst ihr den Air Assist anstecken. Ihr seht auch gleich mal hier ein Laser-Positionierkreuz. Damit könnt ihr eure Werkstücke einfach im Winkel zum Laser ausrichten. Gut, wer es braucht, keine Ahnung. Wenn man jetzt ein Koordinatensystem hat, braucht man den Laser eher weniger. Wenn man keins hat, dann ist der Laser ganz sinnvoll, denn ihr könnt dann einfach eure Werkstücke im Winkel einfach ausrichten, dass es auch wirklich schön gerade liegt. Also das ist auch noch hier. Links vorne seht ihr noch einen Schlüssel zum Absperren, Sicherheitsfeature, dass keine unbefugten Personen das Gerät benutzen können. Und wir haben noch einen Ein- und Ausschalter. Auf den Notaustaster haben sie verzichtet, aber das ist auch kein Problem. Ich muss sagen, man kommt an diesen Schalter relativ schnell hin, um das Ganze dann im Notfall auszuschalten. Rechts vorne haben wir noch einen Anschluss für einen Rotari. Das Kabel wird auch mitgeliefert. Da könnt ihr noch einen Rotari betreiben. Auf der Rückseite ist dann noch der Umschalter für den Rotari. USB-Drive haben wir hier noch zum USB anzustecken. Und wir können auch noch einen Screen anstecken. Das ist aber ein Zubehörteil und den muss man zusätzlich kaufen. Aber man kann dieses Gerät auch über WLAN bedienen bzw. über eine App mit dem Handy verbinden. Vorne rechts seht ihr auch den Anschluss für den 24 Volt Anschluss. Da könnt ihr einen Computer hier noch anstecken. Dort unten seht ihr noch einen Output 12 Volt. Da könnt ihr noch einen Air Assist anstecken, wenn er 12 Volt hat. Ansonsten 24 Volt werde ich benutzen. Das werde ich euch aber nachher nochmal erklären, warum. Hier seht ihr noch eine WLAN-Antenne. Aber Achtung, diese WLAN-Antenne ist nicht gedacht für die Verbindung zum Rechner, sondern die ist gedacht zur Verbindung zum Handy. Denn ihr könnt eine App downloaden. Mit dieser App könnt ihr diesen Laser auch noch ansteuern. Also nicht verwechseln mit der Verbindung zum Rechner. Hinten rechts am Laser seht ihr noch 2 Schrauben, die sind auch sehr, sehr wichtig. Also achtet drauf, wenn eure Spannung vom Antriebsriemen nicht richtig ist, bei mir hat es ja wirklich super gepasst, dann könnt ihr diese Schrauben öffnen, das heißt, das ist an der Seite öffnen und hier mit dieser Schraube könnt ihr diesen Gurt anspannen und dann müsst ihr das Ganze wieder zumachen. Das könnt ihr auf beiden Seiten machen, damit der Riemen richtig gespannt ist. Sollte es der Fall sein, ihr müsstet mal nachstellen. Das Tolle daran an diesem Laser, an dieser Generation ist auch, dass die jetzt nicht mehr mit diesen Gummirollen hier kommen, sondern das sind wirklich Metallrollen oben und unten, die dann auch auf einer Stange, auf einer Edelstahlstange laufen. Also da haben wir wirklich einen ruhigen Verlauf und da wackelt nichts wirklich. An dem ganzen Laser, da wackelt nichts, da kann sich nichts bewegen und das ist schon mal ein Vorteil zu diesen Gummirollen. Ebenso haben wir an der Seite eine Art Linearführung verbaut, damit wir auch wirklich höhere Geschwindigkeiten fahren können und es wirklich richtig sauber schön läuft.
Ich hoffe, ich habe alles zum Laser erwähnt. Wir kommen nämlich jetzt zum Gehäuse. Wie erwähnt, das Gehäuse muss man selber zusammenbauen, ist aber überhaupt kein Stress, ist in 10 Minuten erledigt. Weitere 10 Minuten brauchen wir wahrscheinlich nochmal für die Verkabelung. Da muss man nämlich noch ein bisschen verkabeln, von da nach da und darüber. Alles Mögliche, steht aber alles beschrieben und es dauert vielleicht auch nochmal so 10 Minuten. Wenn man das Gehäuse öffnet, dann hört es gleich piepen. Jawohl, und zwar haben wir auf beiden Seiten Kontakte verbaut. Wenn man das Gehäuse öffnet, hört der Laser auf zu lasern. Aber er lasert dann auch wieder los, wenn man genau an der Stelle wieder los, wenn man das Gehäuse wieder schließt. Also das ist einfach eine Sicherheitsvorkehrung, dass man nicht einfach in den Laserstrahl gucken kann. Hier oben seht ihr die LED-Leisten, die verbaut sind. Also die Beleuchtung ist echt super. Es wird toll ausgeleuchtet, das Ganze. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Kabel hier legen müssen in diesem Lasergehäuse. Hier oben, ja genau, das ist die Kamera des Gehäuses. Also das heißt, beim Schließen des Deckels filmt die einfach diesen Bereich hier ab. Und ich muss schon mal vorab sagen, es funktioniert sehr, sehr gut. Ich werde aber euch nicht in diesem Video berichten, wie man diese Kamera in Lightburn einrichtet, denn ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Schaut es bitte da an, es ist das gleiche Prinzip wie mit dieser Kamera. Also schaut da mal drauf, wenn ihr wissen wollt, wie man die Kamera richtig einrichtet. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, ich habe da schon ein bisschen, es war ein bisschen tricky. Ich habe da sehr, sehr viele Versuche gebraucht, denn ich habe nämlich dieses Dalmatiner-Muster, das nenne ich es einfach. Das braucht man zum Justieren der Kamera. Das wird mitgeliefert und das müsst ihr drunter legen und das müsst ihr wirklich exakt genau drunter legen, weil sonst ja, hat das nicht funktioniert. Aber ich habe es dann doch noch hinbekommen. Es funktioniert sehr gut und die Qualität der Kamera werdet ihr natürlich auch dann im Video nachher dann sehen. Eins muss ich jetzt noch mal dazu sagen, und zwar, das wissen viele nicht, das habe ich im anderen Video nicht erwähnt, und zwar ist es jetzt so, da kann aber die Kamera nichts dafür, das liegt nämlich an Lightburn, denn es ist nämlich so, ihr justiert die Kamera ja auf eine gewisse Höhe. Und wenn ihr das Ganze justiert habt, dann funktioniert das echt gut, und wenn ein paar Millimeter drunter kommen, alles gut, aber solltet ihr mal irgendwo wirklich ein hohes Stück drunter haben und ihr richtet dann euer Bild auf dieses Werkstück auf, was wirklich dann 10 mm oder was auch immer weiter oben liegt, dann habt ihr einfach einen Versatz in der Kamera oder in dieser Bildauflösung im Lightburn. Das liegt aber am Lightburn, denn in Lightburn ist es aktuell noch nicht möglich, dass man, ich sage jetzt mal, die Materialstärke eingeben kann, um dass sich die Kamera oder das Bild der Kamera automatisch anpasst. Bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel bei Xtool, funktioniert das sehr gut in ihrer Software. Das ist ja eine eigenprogrammierte Software und da passt sich die Kamera automatisch der Höhe an oder das Bild passt sich automatisch an und somit könnt ihr auch wieder richtig ausrichten. Also das müsst ihr wissen, dass ihr die Kamera so auf eine Ebene justiert. Also das heißt, wenn ihr nur mit Honeycomb zum Beispiel lasert, macht es das nur auf das Honeycomb, die Oberfläche, dann stimmt es wieder relativ, aber wenn es dann umso höher geht, umso mehr Versatz habt ihr und es kann schon mal 2-3 Millimeter Versatz dann da sein. Nur, dass ihr es wisst. So, jetzt kommen wir mal auf die Rückseite und zwar zum Abluftventilator. Und zwar habe ich das gerade mit den 24 Volt einfach erwähnt. Da wird nämlich ein Zwischenstecker mitgeliefert. Dieser Zwischenstecker hat einen Netzteilanschluss, einen Zwischenschalter und 2 Anschlüsse für Geräte. Und zwar könnte ich jetzt theoretisch den Laser anstecken und den Abluftventilator anstecken und könnte das Ganze dann einschalten. Ist für mich aber totaler Schwachsinn, denn ihr hört gerade momentan nichts, denn der Laser läuft. Und das ist schon mal sehr toll, dass es einfach Ruhe ist. Das heißt, dieser Lüfter hier oben läuft erst mit, wenn ihr anfangt zu lasern. Finde ich schon mal gut. Deshalb habe ich erwähnt, kauft euch, denn ihr braucht nämlich als Zubehörteil einen Kompressor, den ihr dazu kaufen müsst und holt euch einen Kompressor mit 24 Volt, weil der hat auch 24 Volt. So, jetzt könnt ihr das Ganze nämlich zwischenstecken und könnt gleichzeitig alles anschalten. Den Kompressor könnt ihr hier nochmal steuern am Rädchen und könnt ihr das gleichzeitig anschalten. Wir werden ihn gleich nochmal anschalten, um die Lautstärke einfach mal zu hören, weil ganz so leise ist er nicht. Aber gut, mich stört es jetzt persönlich nicht, aber das müsst ihr selber entscheiden.
Das Beste ist immer nach draußen abzuleiten, diese schlechte Luft. Ich sage es ja in jedem meiner Videos, dass ihr ein Gehäuse braucht und dass ihr auf die Sicherheit ein bisschen achten solltet, denn die Abluft ist natürlich jetzt dann schon gefährlich und hochgiftig. Das solltet ihr nicht einatmen. Deshalb nach draußen. Solltet ihr nicht nach draußen ableiten können, empfehle ich euch einen Luftfilter. Da gibt es ja auch ein Video davon, von diesem Luftfilter. Aber dazu muss ich erwähnen, dass der nicht wirklich saugt. Deshalb braucht ihr einen Abluftventilator, sondern der leitet es einfach nur hier rein und der filtert es, ja, ich sage es mal, relativ gut raus. Ihr könnt euch auch noch einen richtig teuren, großen Abluftfilter kaufen, aber die liegen dann so roundabout zwischen 300 und 600, 700 Euro teilweise. Also das Beste ist einfach nur nach draußen leiten. So, wir schalten jetzt einfach mal an, um das zu hören, wie die Lautstärke ist. Bedenkt bitte, da ist kein Schlauch dran, deshalb ist es noch ein bisschen lauter. So, das ist jetzt mal die Lautstärke. Ich finde es jetzt noch wirklich ertragbar. Ist jetzt wirklich nicht schlimm, aber vielleicht könnte es den einen oder anderen einfach stören. So, nächstes Thema, Erhöhung. Wenn ich jetzt hier mit dem Rotari zum Beispiel oder mit dem Chuck arbeiten möchte, dann muss ich das Lasergehäuse ja erhöhen. Dazu gibt es Erhöhungsfüße, die man als Zubehörteil kaufen kann. Damit kann ich den Laser erhöhen und dann einen Chuck drunter stellen oder einen Rotari drunter stellen. Aber aus meiner Sicht frage ich mich dann, okay, ich habe dann jetzt ein super schönes Gehäuse, habe das Ganze erhöht, aber unten ist alles frei. Also im Endeffekt, okay. Da haben wir uns ja was einfallen lassen, der Modellbau Kessler, und wir haben da jetzt was entwickelt mit diesen Füßen zusammen und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das ist nämlich richtig cool. Dass die Hersteller da teilweise nicht mitdenken, wundert mich, aber dafür gibt es ja Gipfelholz und Modellbau Kessler, der da hier mal schnell was hinzaubert und was konstruiert. Wie gesagt, die Füße werde ich euch auf der Homepage einfach nochmal verlinken. Den Link zur Homepage findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt natürlich auch andere Gläser einsetzen. Ich habe ja diese orangen Gläser eingesetzt, werde ich euch natürlich auch noch unten verlinken in der Videobeschreibung. Aber ihr könnt auch natürlich auch schwarze Gläser einsetzen oder wie auch immer. Eins müsst ihr bedenken, ich habe da auch ziemlich bisschen anpassen müssen das Ganze, denn je nach 3D-Druck hat das natürlich alles Toleranzen, hier Plus-Minus-Toleranzen, hier Minus-Toleranzen und so weiter und so fort. Und die Scheiben, die ich euch verlinke, da kann man genau mit dem 2,6 mm Sägeblatt, kann man das Ganze genau in der Mitte durchsägen und dann reicht 2 Scheiben, die man bestellen kann für diese 4 Seiten. Also das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, werde ich euch unten verlinken. 2 Scheiben müsst ihr nur bestellen, damit ihr diese 4 Seiten nehmen könnt mit einem 2,6 mm dicken Sägeblatt. Müsst ihr aber selber mal ausrechnen. Aber ich habe das auch ein bisschen anpassen müssen, von der Höhe einfach nochmal nachsägen müssen. Und ich würde euch empfehlen, da wir ja überall Toleranzen haben, dass ihr dann diese Scheiben beschriftet, auf welche Seite das Ganze nämlich dann hingehört. Jetzt nur so als Tipp für diejenigen, die das Ganze auch selber machen wollen. Dann werden wir das Ganze wieder auseinanderbauen, denn wir werden jetzt gleich loslegen mit Lasern. Apropos die ganzen Dateien und die ganzen Werte, die findet ihr alle auf der Homepage. Die Speed- und Power-Tests, das Koordinatensystem, das könnt ihr alles kostenlos auf der Homepage downloaden. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da draufklicken, dann kommt ihr auf die Homepage und da könnt ihr die ganzen Werte nachlesen und natürlich die Dateien kostenlos downloaden. Ich habe natürlich auch was zum Koordinatensystem, dann noch was zum Sagen, denn wir müssen dann eine andere Voreinstellung machen beim Laser. Das werde ich euch aber gleich in der Einbindung des Lasers einfach nochmal erklären, wie man den richtig einbindet und wie das mit dem Koordinatensystem läuft. Ich habe nämlich auch noch ein Koordinatensystem auf ein Opferblech gelasert. Finde ich auch ganz cool für diejenigen, die einen Metalllaser haben. Da könnt ihr es natürlich auch machen. Hat natürlich auch nur Vorteile, wenn man das auf so einem Blech dann lasert. Weil dann kann ich mal drüber weglasern und habe dann nicht in der Opferplatte irgendwelche Brandspuren oder Löcher drin.
Oh mein Gott, das ist wieder so ein vieles Gelaber von mir. Sorry dafür, aber noch eins muss ich sagen, das Thema Sicherheit. Leute, das sage ich in jedem Video. Wir haben hier schon einiges an Sicherheit verbaut, aber ein Laser ist trotzdem kein Spielzeug. Das heißt, wir haben hier ein gutes Sichtschutzsystem, benutzt aber trotzdem einfach eine Brille, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Genauso mit der Absaugung, atmet diese schlechte Luft einfach nicht ein, filtert sie oder leitet sie einfach raus, das Ganze. Und ebenso, bitte Leute, lasst euren Laser trotz so einem Gehäuse einfach nicht unbeaufsichtigt. Wenn ihr lasert, bleibt beim Laser und schaut immer drauf, dass da nichts passieren kann. Nur noch mal ganz kurz erwähnt. Und jetzt erkläre ich euch endlich, wie das funktioniert, das Ding einzubinden in Lightburn. Jetzt sind wir mal im Lightburn. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das Gerät richtig einbindet. Da gibt es nämlich schon einige Fehler zu machen und was ihr noch einstellen müsst. Also ihr geht hier unten auf Geräte und jetzt achten drauf, bitte nicht auf Lasers suchen gehen, sondern auf manuell erstellen. Da kommen die wenigsten Fehler. Geht ihr auf GRBL. Klickt ihr drauf, auf Next, geht es dann auf Serial USB Next. Da könnt ihr hier noch einen Wunschnamen eingeben. Und jetzt kommt der kleine Unterschied. Wenn ihr das Koordinatensystem von mir runterladet, müsst ihr was anderes einstellen, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wenn ihr das nicht ladet oder nicht drauf lasern wollt, dann gibt es hier bitte 365 ein auf 305. Das ist nämlich unsere Laserfläche, die habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Das ist die Laserfläche, die Größe, was wir gravieren maximal können. Dann geht ihr auf Next und dann links vorne Laser beim Start, Home positionieren, könnt ihr aus- und anschalten, könnt ihr aber nachträglich auch noch abändern. Ich mache es immer aus. Dann geht ihr auf Next und dann könnt ihr das Ganze Finish machen. Ich werde es jetzt abbrechen, denn ich habe den jetzt nämlich schon angelegt und jetzt seht ihr hier schon einen kleinen Unterschied. Ich habe 360 auf 300. Warum habe ich das gemacht? Und zwar habe ich das gemacht, weil ich das Koordinatensystem 365 auf 305 ist ein bisschen blöd, weil das Raster ist alle 10 mm hier von Lightburn. Deshalb habe ich das abgeändert. Ich kann es euch mal das Ding aufmachen. Das Lasergitter einfach mal aufmachen, damit ihr das einfach mal sehen könnt. Wenn ich das nämlich jetzt auf eine andere Arbeitsfläche mache, dann passt es einfach nicht mehr zusammen. Also für alle die dieses Koordinatensystem irgendwo drauf lasern müssen, müsst ihr diese 360 auf 300 eingeben. Seht ihr ja hier unten. Und für alle, die es nicht benutzen, könnt ihr 365 auf 305 eingeben. Aber das ist halt einfach vom Raster einfach besser. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. So, dann geht es dann nochmal auf Bearbeiten, Geräteeinstellungen. Jetzt ist wichtig, zwei Werte. Die Bautrate, die muss hier bei 115.000.200 oder 115.200 einfach stehen. Und jetzt kommt auch noch was Wichtiges, der maximale S-Wert. Der maximale S-Wert muss hier bei 1000 stehen, weil sonst lasert euer Laser nicht richtig. Also aktiviert diese 1000, wenn es nicht drin stehen sollte. Als nächstes könnt ihr noch den Laserfeuerknopf aktivieren, damit ihr dann den Laser rumfahren lassen könnt, zum Positionieren auch nochmal. Das heißt, der Laserfeuerknopf wird dann hier auftauchen. Da schaltet ihr einfach auf 1,25%, könnt dann das Ganze anschalten. Dann schaltet der Laser auch an und ihr könnt dann mit der gedrückten Shift-Taste könnt ihr dann Rahmen abfahren und dann zeigt es euch an, wo ihr lasern würdet. Im Endeffekt ist jetzt nichts weiter zum Erklären hier in der Software, wie das Ganze, die Software funktioniert. Da gibt es genug Tutorials im Netz. Schaut euch mal einfach mal diese Tutorials zu Lightburn einfach an und schon könnt ihr im Endeffekt loslegen mit Lasern. Wir legen jetzt auch mal los. Wir werden jetzt mal einige Materialien einfach mal lasern und werden das Ganze dann am Schluss im Nachhinein einfach mal besprechen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und ab geht's!
So, meine Lieben, ich glaube, wir haben genug gelasert. Wir werden das Ganze jetzt mal ganz schnell durchbesprechen. Wir haben hier 4 mm Pappel. Ich denke mal, die Schnitttests und die Gravurtests sind die wichtigsten. Da haben wir 4 mm Pappelsperrholz und da kommt er echt mit dem 24 Watt Laser absolut in Ordnung durch, kann man nicht sagen. Ich hole mal den gleichen Schnitttest her vom iCure K1 Pro Max mit 24 Watt umgeschalten. Da haben wir relativ die gleichen Werte, muss ich sagen. Da ist er sogar noch mit 80% hier eins besser durchgegangen. Hier unten eher weniger gut, weil ich denke mal, das liegt dann hier an dem Holz hier hinten. Ihr seht, wir haben da einen Ast drin, da ist das Holz nicht wirklich gut. Also das ist ein bisschen unfair. Aber ich denke mal, das kann sich dann schon sehen lassen. Ebenso mit dem 10 mm Pappelsperrholz mit einem Durchgang ist er jetzt absolut in Ordnung, wie der da durchgeht. Ich hole jetzt mal kurz den Schnitttest vom Ortur LM3 mit 20 Watt her. Klar, er hat nur 20 Watt, der maximal, also so circa 24 Watt. Und da sind wir bei 200, wenn er das jetzt, da geht der Ortur gar nicht mehr durch. Und bei 200 gehen noch wenigstens 2 Kästchen mehr durch. Selbst doch 19 mm Fichte, überhaupt kein Problem durchzukommen mit 2 Durchgängen. Das ist wirklich echt optimale Leistung, kann man sagen. Und bei 24 mm Fichte, da sind wir mit 3-mal durchgekommen. Gut, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, sowas schneidet man eh nicht wirklich, oder? Wie geht's euch da so? Schneidet ihr da 24 mm Fichte? Also ich nicht wirklich. Dann kommen wir mal zum Metall bzw. zum Edelstahl. Edelstahl kann man ja direkt lasern, das wisst ihr ja hoffentlich beim Diodenlaser. Da kann man auch farbig lasern, da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Das Video werde ich euch natürlich verlinken. Da könnt ihr mal drauf schauen, diesen Speed- und Power-Test könnt ihr auch kostenlos downloaden, diesen hier. Ihr könnt aber noch einige Werte verändern, damit ihr noch andere Farben hinbekommt. Ich werde natürlich alles nochmal verlinken. Aber wenn man da ein bisschen rumspielt, ich habe es da nicht ganz so lange rumgespielt, das war der erste Versuch und dann hat gleich mal das hier funktioniert. Das passt schon, aber wenn man jetzt mal öfters rumspielt oder länger rumspielt, den Test noch abändert, dann kriegt man auch richtig coole andere Werte hin. Das habe ich mit dem X20 gemacht und das sollte mit diesem Laser genauso hinhauen, dass man dann solche Sachen lasern könnte. Der kleine Anhänger ist auch ganz cool. Das ist ein Edelstahl-Anhänger, ein kleines Kettchen. Und da seht ihr, wie schön das Gipfelholz drauf gelasert ist. Und das richtig Coole ist, dass die Kamera, wenn sie justiert ist, Leute, da müsst ihr ein bisschen rumspielen mit der Kamera. Wenn sie justiert ist, dann ist es richtig genau. Ihr habt es gesehen im Video. Also die Qualität der Kamera ist absolut in Ordnung, muss ich sagen. Und man kriegt dann schon relativ genau die Sachen drauf positioniert, solange dieses Material nicht weiß Gott wie dick ist. Das müsst ihr wissen, habe ich ja erklärt. Aber ihr seht, wie die Positionierung hier richtig toll funktioniert. Und das seht ihr dann auch an der Klammer zum Beispiel, an der Wäscheklammer, die man dann sich ans Gewand machen kann, zum Beispiel Oktoberfest. Und da seht ihr auch, wie schön genau das Ganze zum Justieren ist mit der Kamera. Genauso auf diesen Stift. Hat auch mega super toll funktioniert, wie genau das dann zum Positionieren ist, solange das Werkstück nicht wirklich hoch ist. Also ihr seht, ihr müsst einfach mit den Einstellungen ein bisschen rumspielen, müsst Speed- und Power-Tests auf die Materialien machen, dann funktioniert das auch. Das Tolle ist, habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, über dieses Thema, und zwar Alu. Alu geht ja mit dem Diodenlaser nicht, das geht mit dem Trick, da habe ich ein Video drüber gemacht, kann ich euch auch nochmal verlinken, das Ganze, wo ihr dann das praktisch markieren könnt auf dem Alu, was auch wirklich mega toll hält. Zur Qualität des Lasers kann man echt schon sagen, also die Qualität der Gravur ist echt nicht schlecht. Auf Schiefer funktioniert das echt auch super toll immer. Ja, ich weiß, man konnte da ein bisschen mehr Leistung machen, damit es halt deutlicher noch rauskommt. Aber für den allerersten Versuch ist es echt gut geglückt, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Spiegel ist auch überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, die Werte könnt ihr auf meiner Homepage nachlesen. Aber diese Werte sind alle unterschiedlich. Gerade bei Spiegel zum Beispiel ist es halt so, dass wir da verschiedene Beschichtungen hinten drauf haben. Die eine ist mehr dick, die andere ist dünner. Deshalb müsst ihr da einfach mal mit den Werten einfach ein bisschen rumspielen. Also wie gesagt, das sind alles Richtwerte auf meiner Homepage, die sich natürlich auch anpassen können, je nach Material, je nach Materialstärke, wie bei Edelstahl und so weiter und so fort. Qualität des Holzes und des Schiefers zum Beispiel und auch des Spiegels. Jetzt möchte ich euch noch was zeigen, um dieses Positionierkreuz nicht nur zum Ausrichten der Werkstücke zu benutzen, sondern auch als Laserkreuz da, wo der Laser dann loslegt zum Lasern. Also ich richte jetzt hier was aus, lege es genau hin und der Laser schießt genau dort los, wo der Punkt ist und das Laserkreuz ist, und das zeige ich euch jetzt. Im Endeffekt müsst ihr jetzt erstmal in Lightburn gehen und euch hier ein Kreuz lasern, ein kleines Kreuz.
Also in Lightburn einfach ein Plus hier hinmachen, also hinschreiben, nehmt sie hier, nehmt ein Plus und schreibt es einfach rein. Das muss echt wirklich super klein sein, ist überhaupt kein Stress. Das Ganze lege ich auf die Mitte, weil ich das Ganze von der Mitte aus messen will. Das ist auch kein Stress und zwar geht es dann auf die Bewegung und legt da oben einen Mittelpunkt an, also genau die Hälfte der ganzen Werte, den gibt es da oben ein. Und jetzt muss ich erstmal den Laser auf Home fahren. Fahre den Laser in die Mitte. Und setze dieses Kreuz auch absolut in die Mitte von dem Ganzen und lege jetzt mein Werkstück drunter und werde jetzt einfach mal mit irgendeiner Geschwindigkeit, je nachdem, 10.060, das ist nicht viel Leistung, also es ist schnell und das passt. Jetzt habt ihr das Kreuz drauf gelasert. Jetzt nimmt ihr einen kleinen Bleistift, einen Millimeter Bleistift und zeichnet dort ein kleines Kreuz an, wo dieses Laserkreuz hier sitzt. Das muss noch nicht ganz genau sein, aber einfach nur mal, dass ihr die Position circa wisst, wo das Ganze ist. So schaut das Ganze aus. Das ist das gelaserte Kreuz, das ist das gezeichnete Kreuz. Und jetzt geht ihr einfach mit dem Messschieber hin und messt das hier aus. Und zwar diesen Abstand zum Beispiel von X. Wenn ich jetzt X müsste ich dann Plus machen, das heißt, ich muss darüber gehen. Das heißt, dieser Abstand und dieser Abstand zwischen den beiden, den müsst ihr euch aufschreiben und X Plus. Dann habt ihr hier natürlich nach oben genauso, nach Y Plus habt ihr auch noch einen Messwert und den müsst ihr genauso auch ausmessen. Das heißt, ihr legt da praktisch den Messschieber hin und messt das Ganze aus. Feinjustieren tun wir es nachher und dann messt ihr das Ganze aus und schreibt euch die Werte auf. Also X Plus und X und Y Plus, die schreibt es euch auf und jetzt gehen wir ins Lightburn. In Lightburn ist es jetzt ganz einfach. Wir gehen jetzt auf die Geräte-Einstellungen hier oben und jetzt seht ihr hier oben ein Zeigerversatz aktivieren. Das macht ihr jetzt einfach mal. Ich habe jetzt da schon Werte drin und zwar die Werte, die ihr ausgemessen habt, die werdet ihr hier eintragen. Das heißt Plus, dann müsst ihr kein Plus eintragen, bei Minus müsst ihr ein Minus eintragen. X und Y tragt ihr eure Werte ein und lasert das Ganze nochmal. Das heißt, wir machen nochmal ein Kreuz auf ein kleines Stückchen Holz, zeichnen das an, fahren aber den Laser, also das heißt Zeigerversatz aktivieren, drücken und den Laser werden wir dann erstmal in die Home-Position fahren dann in die Mitte mit dem Laser und werden dann dieses Teil drunter legen, wo wir das Plus drauf gezeichnet haben, werden es einfach an dem Kreuz ausrichten und werden Start drücken. Gut, dann schauen wir einfach mal und jetzt seht ihr, das Laserkreuz ist eigentlich relativ genau. Ich müsste noch mit X einen halben Millimeter nach rechts. Das werde ich jetzt einfach nochmal einstellen und werde das Ganze nochmal probieren. Also ihr seht es schon, man muss ein bisschen fein justieren, aber wenn man es einmal fein justiert hat, ist es überhaupt kein Problem. Also diese 12 werde ich jetzt abändern, diese 12,5 werde ich abändern auf 12 und schon habe ich meinen richtigen Wert und das Laserkreuz lasert genau da los, wo ich dann praktisch dieses Werkstück hinlege. Solltet ihr das ganze Laserkreuz nicht verwenden, Achtung, wenn ihr dann praktisch jetzt immer da loslasern wollt mit diesem Teil, könnt ihr es anlassen, aber wenn ihr jetzt mit der Kamera justiert oder so, dann lasert er ja nicht wirklich an der richtigen Stelle wieder los. Das heißt, dann müsst ihr einfach diesen Zeigerversatz einfach wieder ausschalten und fertig und dann ist es überhaupt kein Stress, dann könnt ihr wieder ganz normal mit der Kamera ausrichten. Puh, das war jetzt wieder ein richtig langer Test mit sehr, sehr viel Arbeit. Aber was soll's. Leute, ihr wollt natürlich jetzt ein Fazit zu diesem Laser haben. Und ja, wo soll ich denn da anfangen? Also ihr müsst bedenken, wir haben hier eine kleinere Gravurfläche. Das muss jeder bedenken, aber dafür haben wir auch dadurch Vorteile. Für die Leute, die hier wenig Platz haben, das ist wirklich super tragbar und handelbar, das Gerät. Das ist überhaupt kein Stress als mit so einem riesengroßen, mit Gehäuse noch, wie gesagt, dazu. Das ist natürlich nicht mehr ganz so leicht handelbar. Super handelbar, aber wir haben halt nur eine Gravurfläche von 360 auf 365 auf 305. Aber wen das ausreicht, überhaupt absolut kein Problem. Aber das Vorteil ist halt wirklich, wir haben hier ein angebautes Gehäuse. Das nimmt nicht mehr Platz weg wie der Laser selber, denn es wird nämlich aufs Lasergerät einfach draufgeschraubt. Er funktioniert echt super, dieses Lasergehäuse, muss ich sagen. Mit der Absaugung auch überhaupt kein Problem. Einfach nach draußen leiten und das Ding wird richtig schön sauber abgesaugt.
Die Kamera funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man sie mal richtig eingerichtet hat. Also mit dem Dalmatiner-Muster, ich hatte da so ein bisschen mein Stress, dass das nicht wirklich erkannt worden ist. Aber wenn es dann mal funktioniert hat und die Kamera einmal justiert ist, ist überhaupt kein Problem. Und ihr habt gesehen, dass die Kamera echt super, super genau ist, um das Ganze auszurichten. Was mir jetzt auch noch ganz gut gefällt ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, es wird nicht alles mitgeliefert. Also er ist sporadisch ausgestattet, wo es wirklich absolut passt. Mit dem meine ich jetzt zum Beispiel dieses Display. Das Display wird ja bei anderen Lasern teilweise immer mitgeliefert und ich muss es hier als Zubehörteil kaufen. Wer das unbedingt braucht, kann sich's kaufen. Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein Display gebraucht und ich kann es ja auch teilweise über die App machen, das Ganze. Also das Gerät verbinden mit der App und kann da auch meine Einstellungen vornehmen. Deshalb brauche ich dieses Display nicht. Aber das Display zahle ich ja immer und das finde ich ganz gut. Ansonsten ist der Laser echt absolut eigentlich wirklich relativ gut durchdacht. Das einzige Manko, das habt ihr ja gerade gesehen, aber da haben wir ja diese Lösung gefunden mit diesen Erhöhungsfüßen. Also die Erhöhungsfüße, die werde ich euch trotzdem noch verlinken, die von Atoms Deck hier, diese hier, die werde ich euch verlinken. Aber wenn ihr natürlich einen 3D-Drucker habt oder ihr könnt einen Kessler auch mal anschreiben, ob er es euch drücken würde, ich weiß es nicht genau, müsst halt einfach mal schauen. Und damit kann ich einfach dieses Gehäuse erhöhen und ich habe trotzdem noch einen Schutz vor den Abgasen und ich habe noch einen Sichtschutz vor den Laserstrahlen. Also ich finde es echt gut, wenn man dann noch mit dem Rotari arbeitet. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende des Tests. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich konnte euch gegen oder für eine Kaufentscheidung des Lasers ein bisschen weiterhelfen. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert auch die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch kein Laservideo mehr von Gipfelholz. Lasst einen Daumen da und vor allem Kommentare. Kommentiert einfach mal und ballert alles rein, was ihr so meint. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.